anscheinend gibt es auch hier. Der Lord ist also hier vertreten. Wir sind auf jeden Fall schon mal richtig. Ich habe für den Espresso und Filterkaffee 8 € bezahlt. Und wenn der Filterkaffee dann noch nicht mal warm ist. Damit herzlich willkommen zurück auf unserem Zweitkanal Big M TV und einer neuen Zugreise. Genauer gesagt, nein, natürlich einem neuen Vlog Day of Big Life, eine neue Folge. Und zwar geht es darum, wir reisen nach Mainz. Ich befinde mich gerade im ICE nach Mainz und dort werden wir einmal, ich sag mal, für den Hauptkanal, also für Big M, was aufnehmen. Und danach werden wir noch eine Foodtour machen, wie es natürlich auf unserem Zweitkanal üblich ist. Das heißt, diese Videos sind natürlich schon draußen, checkt die gerne ab. Wir werden vielleicht sogar 2 Foodspots in Mainz abchecken. Ich bin echt gespannt, denn ich persönlich war noch nie in Mainz. Ich werde euch heute mitnehmen und nachdem der morgendliche Kaffee schön auf dem Balkon bei fast 30 Grad genossen wurde, ging es zum Training und jetzt im ICE auf dem Weg nach Mainz. Und da wünsche ich euch viel Spaß mit dem heutigen Video. Angekommen am Frankfurter Flughafen, diesmal steigen wir da um und nicht Frankfurt Hauptbahnhof. Aber ich muss immer wieder sagen, also diese diese Fahrzeiten, ich habe jetzt eine Stunde 15 von Düsseldorf nach Frankfurt gebraucht und brauche gleich nochmal 20 Minuten bis nach Mainz. Also Wahnsinn, im Auto wahrscheinlich doppelte Strecke, vor allem Freitagsstau. Klar, mein Zug, der zweite, jetzt auch 10, 15 Minuten Umstiegszeit, Verspätung, aber come on, also ich glaube, denke mal, freitags, wo ich jetzt unterwegs bin, wäre es im Auto wahrscheinlich auch nicht anders, gerade nach der ersten Woche Osterferien. Aber ja, bisher läuft alles gut, ich kriege noch langsam richtig Hunger. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal angekommen in Mainz. Ich sag euch ehrlich, ne, also der Hauptbahnhof hier, wenn ihr das nur so im Background seht, ne, ist definitiv sauberer und ein bisschen schöner als der in Düsseldorf. Also das muss ich definitiv sagen. Vor allem riecht es sehr schön. Hier ist Stitch, Starbucks habe ich auch direkt gesehen. Ich meine, gut, das gibt es bei uns auch, aber das ist wirklich schön. Ne? Also immer, wenn man hier reist, durch Deutschland, durch die ganze Welt, ne, ist faszinierend so, wie überall die Kultur anders ist oder es auch überall anders aussieht. Also ich liebe das mittlerweile, ne? Deswegen nehme ich euch da auch jetzt mit. Wie gesagt, 5 Minuten, 10 Minuten jetzt gehen zum ersten Restaurant. Ich kriege auch mega Hunger. Wird auch langsam Zeit, ich habe echt gut Hunger. Aber bei knapp 30 Grad, ein bisschen Wind, hier am Mainzer Hauptbahnhof, gibt Schlechteres. Leute, das ist das gute Stück. Nana, noch ist geschlossen. Müssen noch kurz warten. Ich glaube, wird noch ein bisschen vorbereitet. Aber daneben ist auch tatsächlich Nina. So, wenn ich mich hier richtig informiert habe oder das richtig mal mitbekommen habe, gehört das tatsächlich zusammen. Ist so ein Café. Ich würde sagen, so mitten in der Mainzer Innenstadt. Ne? Also hier ist schon relativ viel los. Sieht auch ganz gemütlich aus. Ne? Also ich weiß auch noch gar nicht, ob wir die Aufnahme, ich sag mal, drinnen machen oder draußen. Ich glaube, draußen wäre auch ganz geil, ne? Hätte gute Aufmerksamkeit und schönes Wetter, ne? Leute, wir sind endlich da. Wir betreten einmal den Raum und was sofort auffällt, ne? You say food doesn't make happy. Habibi, come to Nana. Ich will euch definitiv nach dem Essen sagen, ob ich happy bin oder nicht, aber das macht schon einen coolen Eindruck, ne? Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns ran an die Challenge. Das sieht genau nach dem aus, weshalb ich hingekommen bin. Die Teigtaschen einmal mit Hack, einmal mit Kartoffeln. Nana, bekannt in Mainz für eine 4,9 Google-Sterne-Bewertung. Wir kreieren zusammen die wohl größte Manti-Platte Deutschlands. Oh, geil. Geil. Erster Bissen war schon toll. Es ist Halleluja eine Geschmacksexplosion, kann ich euch sagen. Röstzwiebeln sehe ich sogar auch noch mit hier dazu, neben den Granatapfelkernen. Ist auch eine Hackfleischfüllung. Schön hier ein bisschen dippen mit der Joghurtsoße. Dann nehmen wir uns natürlich ordentlich mal was. Top. Joghurtsoße, es knallt, es macht Spaß, es macht Lust auf mehr. Ich würde sagen, wir lassen uns gut gehen. So Leute, Challenge ist dann Habibi, come to Nana. Also ich muss euch ehrlicherweise sagen, hier ist noch der Rest von der Platte. Es war wirklich geil. Also Mantis das erste Mal gegessen und dann bei diesem Flair und allem drum und dran. Ne? Also es hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. War sehr, sehr lecker. Checkt das Video gerne ab, ist jetzt auf unserem Hauptkanal schon live. Es war eine Menge, so sieht auch der Bauch gerade aus, sage ich euch. Ne? Also man sieht es durchs T-Shirt schon ganz gut. Lasst uns jetzt noch ein bisschen gut gehen, quatschen noch ein bisschen, verdauen noch ein bisschen und dann denke ich mal, das Video sollte auch schon live sein. Machen wir noch eine kleine Foodtour, gibt noch was, auch wenn ich gerade gut gesättigt bin. Mainz, lässt grüßen. Jetzt wieder so ein bisschen weitergereist durch Mainz, tatsächlich so wieder so in Richtung Hauptbahnhof, würde ich sagen. Ich meine, jetzt gerade seht ihr es nicht, aber dahinter ist tatsächlich direkt Lord of Döner. Ich dachte mir, Lord of Döner in Mainz, aber anscheinend gibt es auch hier. Der Lord ist also hier vertreten. Wir sind auf jeden Fall schon mal richtig. Für alle, die es nicht wissen, wir sind nur Lord of Döner, weil wir mal knapp 9 Döner gegessen haben, also 8,5 in einer Stunde. Das war so eine Lord of Döner Challenge. Auf jeden Fall, anyways, wir auf jeden Fall hier wegen diesem Laden. Das Ganze ist Chikio und zwar geht es um Korean, Japans, Cuisine, Fancy Asian Street Food. Wir haben geöffnet. Und das ist das, was ich heute mal machen werde. Ich werde so an einem Tag halt noch einen Foodspot mitnehmen. Eigentlich wollte ich 2 mitnehmen, aber dadurch, dass die Aufnahme gerade so lange gedauert hat, was einfach für den Hauptkanal dann viel, viel wichtiger ist und für mich auch primär ist, wird es wahrscheinlich jetzt nur einer werden.
Aber ich nehme mir immer gerne die Zeit und wenn ich jetzt schon in Mainz bin und dann später erst den Zug nehme, beziehungsweise hier wahrscheinlich gleich noch zum Sport, checken wir wenigstens das ab. Ich bin gespannt, habe jetzt auch, ich sag mal, 1,5 Stunden sind vergangen nach 5 Kilo, jetzt auch schon wieder so ein bisschen Appetit, sage ich mal. Und dann schauen wir mal, ja, was das jetzt so bringt. Das Video ist, wie gesagt, schon draußen, checkt es gerne ab. Probieren wir. Das Ding gehört verboten, Real Talk, Leute, ne? Dry Age und ein Egg Drop Sandwich. Sind jetzt bei einer Teppanyaki-Platte. Was haben wir da noch? Oh, boah, das sieht aber fancy aus. Hausgemacht? Ja. Wow. Richtig, richtig schönes, zartes Fleisch. Schmeckt wirklich richtig, richtig gut. Oh, schmeckt der geil. Udon-Nudeln, wenn ich mich nicht vertue. Sweet Corn Dog. Oh, der ist sogar warm, ne? Ja. Oh. Mit dem flüssigen Snickers-Kern. Und das soll, ich sag mal, einzigartig hier sein. Probieren wir. Das Ding gehört verboten. Süß. Damit haben wir auch unseren zweiten Foodspot für heute, Chikio, soweit durch. Ich muss euch ehrlicherweise sagen, auch hier, oh, vielen, vielen Dank. Auch hier war es echt wieder eine super, super Sache. Auch hier sind wir wieder live gewesen. Also es hat nicht nur Spaß gemacht, sondern auch richtig gut geschmeckt. Ne? Schaut euch gerne, wie gesagt, das Video dazu an. Das müsste schon, glaube ich, live sein. Ja, müsste, glaube ich, schon live sein, auch auf dem Kanal. Die Teppanyaki-Pfanne war für mich überragend und auch das Sweet Corn Dog. Ich hatte nachher noch einen Sweet Corn Dog hier. Wie gesagt, das ist das Ganze, wo wir jetzt hier waren. Hat echt gut geschmeckt. Und habe ich in der Art und Weise noch nie gegessen. War so ein frittiertes Snickers in der Art und Weise. War super lecker. Das Einzige ist, ich habe unnormal Durst. Ne? Also ich glaube, ich habe jetzt auch hier nochmal 4 Flaschen von denen leer. Vorhin noch 4 Flaschen, 5 Flaschen bei Nana getrunken. Also langsam merke ich das schon, ne? Weil das ist jetzt auch, was so langsam den Magen eher zieht. Weniger das Essen, sondern eher das Trinken, weil es alles so durstig macht. Und dann auch noch das Wetter dazu. Ich glaube, ich werde mir jetzt irgendeinen Café, Starbucks oder so aufsuchen und dann ja, noch einen Espresso geben, denn so kurz muss ich alles setzen, versuchen ein bisschen weniger zu trinken, auch wenn ich Durst habe und dann geht's auf zum Sport und dann müssen wir auch schauen, dass wir dann, ich sag mal, ja, in 3 Stunden die Bahn nehmen, aber das sollte wirklich zeittechnisch alles klappen. Machen soweit fertig und ja, mal schauen, wie der Tag nur so wird, aber bisher war ganz witzig. Sind wir angekommen und ich sage euch ganz ehrlich, das viele Essen und das Rumreisen, das macht dann doch irgendwann müde. Ne? Gerade wenn ich jetzt überlege, 12 Stunden schon unterwegs und jetzt brauche ich echt mal einen Koffeinschock, also den zweiten. Ich achte ja sehr auf Koffein, wann und wie ich das nehme. Habe jetzt einen Espresso geholt, ne? Und noch einen Filterkaffee. Ich hole mir auch ganz gerne mal einen frischen Filterkaffee von Starbucks. Manchmal schmeckt der mir besser, je nachdem, welche Röstung die haben, weil ich ja auch so ein kleiner Kaffeeliebhaber bin. Aber jetzt mal Retalk. Ich habe für den Espresso und Filterkaffee 8 € bezahlt. Und wenn der Filterkaffee dann noch nicht mal warm ist, dann gebe ich den auch zurück. Ansonsten sage ich nie was, aber der muss schon wenigstens warm sein. Bei 8 €. Deswegen wird der nochmal frisch gemacht. Und da ist er. Und jetzt auch wieder warm. Leute, ich bin gerade ein bisschen am Laufen, die zweite Einheit. Ich gehe gleich noch ein bisschen rein, aber ich habe keine Cappy auf. Deswegen zeige ich euch noch mal so ein bisschen, wo ich bin. Ich bin jetzt am Gautor, also wirklich schon die zweite Runde am Laufen. Das soll die schöne Sehenswürdigkeit sein. Ich habe vorhin ein paar Leute gefragt. Ne? Hier ist es echt noch schön. Also wir haben echt noch 25 Grad. Die Leute sitzen alle noch hier schön draußen. Ich zeige euch gleich noch ein bisschen mehr. Ich habe die Cappy nicht auf und ich laufe jetzt noch ein bisschen weiter. Noch am Mainzer Hauptbahnhof. Es ist, selbst mein Apple Watch hat schon aufgegeben, weil wir schon so lange unterwegs sind. Es ist gleich 10:30 und damit fährt gleich der letzte Zug vom Mainzer Hauptbahnhof. Der hat so 15 Minuten Verspätung, kommt aber in Stunde 45 an. Also ich weiß auch nicht, wer das schafft, aber angeblich ist es so. Auf jeden Fall war ich gerade richtig, richtig geil laufen. Ihr habt es ja vorhin gesehen, schon mal so ein paar Einblicke und war dann 1,5 Stunden trainieren. Hab mir tatsächlich dann nochmal einen McFit High Five gegönnt. Es war unnormal voll. Also unnormal voll. Mir hat mir das, ich glaube in Karlsruhe, wo wir waren, besser gefallen tatsächlich. Aber das war echt jetzt auch, ich sag mal, ein okay Studio. Und ich bin am Anfang gelaufen, eine halbe Stunde erstmal zum Rhein. Ich meine, kennen ja aus Düsseldorf, aber habe Mainz gesehen. Ich habe euch mal so 1, 2 Bilder noch gemacht, ne, wie die Leute da sitzen, schönes Wetter. Und danach tatsächlich nochmal, ich sag mal, nach dem Training bis 22 Uhr nochmal gelaufen, wo ich dann jetzt gerade euch die Einblicke und so gezeigt habe. War dann noch bei einem Rewe, habe mir 3 1,5 Liter Cola Zeros koffeinfrei mitgenommen. Das heißt, ich habe jetzt für die Stunde 45 4,5 Liter. Also selbst wenn der Zug noch ein bisschen Verspätung hat, sollte ich das Ganze schaffen. Es ist nicht unmöglich, dass das vorher leer wird, aber 4,5 Liter sind schon mal safe. Auf jeden Fall geht es jetzt nach Hause. Ich fühle mich richtig gut. Ich war tatsächlich gerade auch noch mal duschen. Das Einzige, was ich leider gemacht habe, da war ich so dumm. Ich habe mein frisches T-Shirt zum Laufen angezogen, zum Trainieren und habe dann natürlich wieder jetzt das, ich sag mal, dreckige angezogen, weil ich den ganzen Tag schon an hatte. Aber ansonsten geht es mir mega gut. Wie gesagt, kalt gewesen, duschen gerade wieder. Nach dem Kaffee bei Starbucks ging es mir unnormal gut. Wieder ein bisschen Koffein. Also das war mit einer der besten Trips. Ne? Wenn jetzt der Zug gleich noch pünktlich kommt, Stunde 45, fährt er bis nach Düsseldorf durch, hoffentlich ohne Verspätung. Aber ich kann gleich ein bisschen arbeiten, ein bisschen entspannen, 4,5 Liter trinken. Also es war, Stand jetzt, unnormal geiler Tag. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch der Vlog gefallen hat, aber ich fand ihn bisher bombastisch. So, gerade die Tür rein,
wie soll es auch anders gewesen sein? Natürlich hatte die Bahn am Ende Verspätung, aber wie ich auch immer sage, ich sag besser am Ende als am Anfang, weil ja, ist natürlich jetzt gleich 2 Uhr, also dementsprechend sind es dann jetzt auch 20 Stunden wach und ja quasi 18 Stunden unterwegs. Also jetzt gerade bin ich dann doch die letzte Stunde der Bahn müde geworden, weil es dann nicht voranging. Aber was habe ich euch gesagt? Zum Glück habe ich so viel Cola mitgenommen. Ich habe, glaube ich, kaum das Video beendet vorhin und am Bahnhof in Mainz, weil der Zug da schon Verspätung hatte, die erste weggesüppelt auf Ex, die zweite im Zug noch jetzt währenddessen, aber ich habe noch eine dritte sicherheitshalber gehabt. Aber ich sage ja, nach der Erfahrung, die wir wo war es, Offenbach gemacht haben, schlimmsten Nacht meines Lebens, schaut euch Day of Big Life 3 an. Ja, war es definitiv eine geile Reise, hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich werde jetzt noch auspacken, weil das mache ich auf jeden Fall, damit ich nicht morgen aufwache und das alles machen muss. Ich mache das doch mal ganz gerne am Anfang. Zähne putzen, fertig machen, ab ins Bett und dann sehen wir uns im nächsten Vlog hier, im nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen, gerne liken, gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal, liebe Grüße von mir zu Hause. Ciao, ciao.